Bevor das ganze Video anfängt, würde ich mich über ein Like und eine Sub freuen. Denkt daran, am 24.04., wo FWC startet, 9:30 Uhr, gibt es einen Subathon von mir. Der Timer ist direkt bei 12 Stunden. Der Link ist in der Videobeschreibung. Kuss, geht raus. Moin, heute geht es um verschiedene Leveltaktiken. Jetzt auch, wo FWC jetzt wieder anfängt, wollen wahrscheinlich einige Leute wissen, wie man am besten leveln kann. Heute geht es um den Akrobaten, den Mage und den Assisten. Wir fangen mit dem Assisten an. Und zwar kennen die Leute natürlich noch die Leveltaktik damals vom Office Life. Das ist aber nicht mehr hier so. Und zwar kannst du ganz easy peasy mit pur INT, also ich würde euch empfehlen, Full INT zu gehen, mit der Taktik Moonbeam an den Start zu gehen. Und zwar, Moonbeam ist halt ein Assist-Skill, der ist wahrscheinlich dafür gemacht worden, damit auch die Support-AMs auch was zu tun haben. Mal nebenbei. Aber mit diesem Skill könnt ihr ganz locker easy einfach leveln. Der Skill hat zwar einen Cooldown drauf, wie ihr hier seht und so weiter, aber damit könnt ihr einfach am besten leveln, am schnellsten leveln. Zwar jetzt nicht die schnellste Klasse, die im Leveln ist, da gibt es natürlich noch eine andere, die ihr gleich hier im Video sehen werdet. Aber an sich ist es eine solide Leveltaktik. Und ja, auch du als 101-Build-Poster oder du als AOE-Build-Poster kannst diesen Skill verwenden, weil ab Level 60 werden die Stats wieder resettet und du kannst theoretisch einfach den Reskill usen, den du ja ab den Job Change Level 15 bekommst. Deswegen würde ich dir empfehlen, selbst wenn du ein BP 101 werden möchtest, Level mit Moonbeam, dann hast du weniger Probleme. Auf FWC kannst du sogar bis zu 8 Level Unterschied, wenn nicht sogar höher, einfach mit Moonbeam immer einen Mob killen. Das ist halt einfach, du castest das einfach auf ein Monster und dann kannst du einfach weiterlaufen, währenddessen der Cooldown da nach unten geht, während du gleich den Skill wieder usen kannst. Kannst du einfach das nächste Monster schon anklicken, währenddessen vom anderen Monster wegrennen, damit dieses Monster dich nicht angreift und kein Damage macht. Und so easy ist einfach das Assist-Leveln bis Level 60. Und nun kommen wir zum Mage. Mage ist die stärkste levelnde Klasse bis Level 60, natürlich Elementor danach und so weiter, aber es geht hauptsächlich von Level 15 bis Level 60. Der Mage hat nämlich einen Skill, der heißt Hot Air. Und der ist so OP, natürlich musst du ein bisschen Damage machen können. Der einzige negative Aspekt an dieser Taktik ist einfach, du musst bei Monstern mit Typ Wind leveln. Ob das jetzt zum Beispiel Leana ist, Steel Knight, Made Card Puppet, Hobos, da kannst du überall leveln. Und das ist theoretisch wie ein AOE, ist zwar keiner, aber theoretisch. Und zwar castest du Hot Air auf ein Monster, machst Blinkpool woanders hin, machst dann den nächsten Skill auf das nächste Monster drauf und das machst du die ganze Zeit. Und währenddessen sterben die Mobs, die hinterherrennen. Und das ist halt einfach die krasseste Taktik. Wie ihr hier sehen könnt, auch von meinem Guide, wo man Geld machen kann, falls ihr euch dafür interessiert, einfach hier auf YouTube Robot Fly Farm einfach eingeben. Dann seht ihr das, damit haben wir auch Geld gefarmt und so weiter. Ist schon eine ziemlich nice Taktik. Und ja, das ist bis Level 60 die beste Taktik zum Leveln allgemein. Der Assist ist halt auf Platz 2, würde ich sagen, und der Mage ist halt Platz 1, deswegen so levelt ihr am besten. Kommen wir zu der letzten Level-Taktik, und zwar geht es hier um den Akrobaten. Und zwar, natürlich, die Leute, die Ranger machen werden, haben kein Problem damit, aber ich würde euch empfehlen, selbst wenn ihr euch einen Jojo-Jester macht, geht pur Dex und benutzt einen Bogen. Weil bis Level 60 werdet ihr euch dann nur abrackern mit den Jojo. Ihr müsst auch keine Angst haben, ihr könnt einfach auf Level 60 habt ihr automatisch wieder ein Reset als Jojo-Jester, könnt dann wieder pur STR oder meinetwegen pur Int oder so. Aber da könnt ihr euch wieder reskillen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, selbst wenn ihr Jojo-Jester seid, benutzt auf jeden Fall einen Bogen, geht pur Dex. Wenn nicht, sogar könnt ihr hier Junk Arrow benutzen. Aber in der Zukunft gibt es auch noch andere Skills, die ihr auch noch dabei usen könnt. Ne? Zum Beispiel Autoshoot wäre auch eine Variante. Falls ihr nicht allzu viel Damage macht, Aimshot könnt ihr natürlich machen, so wie ihr wollt. Ist natürlich MP-abhängig, da müsst ihr gucken, wie viel Geld habt ihr für MP-Tränke und so weiter. Aber tut euch und mir einen Gefallen, aber geht pur Dex und levelt mit dem Bogen. Weil bis Level 45 gammelt ja ihr erstmal davor hin und so weiter. Und dann werdet ihr ein Cruiser-Set nehmen, genauso wie der Ranger. Und mit diesem Cruiser-Set ganz easy, auch als Jojo-Jester könnt ihr theoretisch sogar bis 105 leveln. Ihr habt das Set einfach und change dann auf 105 einfach auf das 105er Set, auf das Tyrant Set oder halt auf das Nice Set vom Jojo-Jester. Natürlich könnt ihr auch abwägen und das 90er Set nehmen. Das ist auch kein Problem, aber ist etwas schwieriger zu verkaufen als das 105er Set.
Auf jeden Fall, das ist halt das Easy. Könnt ihr einfach drauf losstarten und müsst euch keine Gedanken machen, erstmal Damage zu machen. Deswegen hierbei, nehmt den Akrobaten, Vordex und dann Bogen und dann läuft es schon. So, wir sind auch am Ende angelangt. Wie schon erwähnt, lasst ein Abo da, ein Like da, das würde mich und den Kanal hier unterstützen, damit wir etwas größer sind. Wir sind Road to YouTube-Partner mittlerweile. Ich bin natürlich hier auch auf Twitch aktiv, vorhin sogar, beziehungsweise gestern einen Hernestick gecraftet. Am 24.04. sind wir auch live on stage auf dem FWC-Server ab 9:30 Uhr circa. Wir machen einen Sabaton, der direkt schon 12 Stunden lang geht, mit einem Bestrafungsrad. Deswegen schaut vorbei. Ich küsse eure Herzen, passt auf euch auf und danke.